Willkommen zurück, Freunde, hier zu Teil 6. Heute bin ich alleine unterwegs und ja, stehe heute ziemlich spät auf. Versuche mir jetzt hier einen Kaffee zu machen. Leider ist meine Gaskartusche alle, sodass ich jetzt ganz ohne Kaffee aufbrechen muss. Wir sind immer noch auf der Sektion 22 und wir bewegen uns in südwestliche Richtung. Das Wetter ist wunderbar, die Sonne scheint. So, auf geht's. Es ist relativ spät schon. 9 Uhr 30 ungefähr. Ich bin jetzt von meinem Lagerplatz hier aufgebrochen. Und ich habe jetzt vor, Richtung Besançon zu fahren, weil dort will ich gern mal in einen Decathlon gehen, weil meine Gaskartusche hat jetzt den Geist aufgegeben. Die hat jetzt irgendwie knapp 2 Jahre gehalten. Ich habe es heute nicht geschafft, mir noch einen Kaffee zu machen. Habe jetzt erstmal eine Cola getrunken heute Morgen. Ist auch erstmal okay. 2 Müsli-Riegel. Und ja, dann brauche ich noch eine SD-Karte, weil ich habe relativ viel gefilmt, schon die letzten paar Tage. Was eben jetzt dazu geführt hat, dass meine eine der Highspeed-SD-Karten voll ist. Und ich filme jetzt gerade hier mit der Hauptcam mit 2,7K. Was auch okay ist, aber wäre schon gut, wieder in 4K zu filmen. Aber dazu brauche ich noch eine zweite Highspeed-SD-Karte und dann wollte ich nachher mal gucken in irgendeinem Elektronikmarkt, ob ich da irgendwas Passendes finde. Schön. Wenn die Sonne draußen ist, echt klasse. Herrlich. Also wir hatten heute Nacht 12 Grad, es war gar nicht mal so warm. Ist auf jeden Fall schon empfehlenswert, einen guten Schlafsack zu haben, wenn man in der Hängematte schläft, weil dann doch ein bisschen kühle Luft von unten kommt. Aber es hat alles ganz gut gepasst. Ich habe relativ gut geschlafen. Schön steiniger Boden hier. Abzweig jetzt. Muss man immer gut gucken, wo man lang muss. Ist nicht immer auf den ersten Blick so schnell zu sehen. Auf der Karte. Ich denke mal, das ist hier der richtige Weg. Schön. Das wird hier schön schmal. Sehr schön. Single-Trail-artig. Das ist schön. Gut, dass es hier nicht aufgeweicht ist. Schön.
Okay. Ah ja, hier kommen mir wieder Spurrillen. Boah, das liebe ich ja wohl wieder mal. Ah. Okay. So ungefähr noch 15 Kilometer bis zum Kreuzungspunkt, wo ich dann nach Besançon abbiegen will. Ja. Wir haben jetzt zwischendurch einige Feldwege gehabt, so schön durch den Wald und auch über die Felder. Zwischendurch immer mal wieder durch hier so kleine, nette Ortschaften. Sehr abwechslungsreich das Ganze. Wunderschön schlängelt sich jetzt hier dieser kleine Weg hier hoch. Immer wieder richtig schöne Häuschen an der Seite. Echt schön hier. Und eine entspannte Ruhe, kann man nur sagen. Jetzt geht es wieder durch so ein kleines Waldstück hier. Immer ein bisschen aufpassen. Konzentration muss da sein. Man weiß nie, was kommt.
So, jetzt fahren wir mal kurz vom TED runter. Ich bin jetzt gerade auf der Landstraße und habe jetzt gerade meine andere Navigations-App gesetzt, um zu Decathlon nach Besançon zu fahren, um hier meine Gaskartusche neu zu kaufen. Was natürlich auch mega gut wäre, wenn ich da irgendwo in der Nähe eine SD-Karte bekomme. Außerdem habe ich jetzt langsam Hunger. Ich habe heute Morgen nur 2 Müsli gegessen und wir haben jetzt schon fast 12. Und es wird langsam Zeit, was zu essen. Und auch nochmal einzukaufen, um meine Vorräte aufzufüllen. So, ich habe jetzt auf dem Weg hier McDonald's gesehen und werde jetzt die Gelegenheit nutzen, was Vernünftiges zu essen, Kaffee zu trinken. Das habe ich ja noch nicht gemacht heute Morgen. Und dann schauen wir zu Decathlon, das ist direkt hier um die Ecke. So, war jetzt eine kleine Planänderung. Ich habe jetzt doch McDonald's gecancelt, weil der Laden war viel zu voll. Ich hatte jetzt keine Lust, mich da ewig anzustellen. Ich habe aber jetzt beim Decathlon meine Gaskartusche bekommen und auch ein neues Taschenmesser, weil mein Multitool ist leider weg. Habe ich verloren, irgendwo im Wald. Ja, und dann geht es jetzt weiter. SD-Karte besorgen, was essen. Ja, und dann schauen wir mal. So, endlich alles geschafft. Bin jetzt ewig in so einem Carrefour gewesen. Habe jetzt aber auch eine SD-Karte bekommen, wenn auch zu einem üblen Preis. Okay, eingekauft habe ich. Gaskartusche habe ich. Alles, was ich brauche. Boah, jetzt kann es weitergehen. Ach so, bei Burger King war ich auch noch. Puh. Mann, 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 ey. Endlich hier raus. Ich glaube gar nicht, wie lange das hier dauert, bis man hier von diesen Einkaufszentren weg ist. Meine Güte, ich habe bestimmt jetzt hier 2 Stunden. Ah, verdammt. Geht es natürlich nicht lang. Boah. Verdammt doch mal. Ah. In diesen Großstädten hier rumzufahren ist echt nicht schön. 2 Stunden jetzt hier verbracht. Bin froh, dass ich jetzt wieder weg bin. Erstmal wieder zum TED zurückfahren. Dann schauen wir mal. Erstmal hier über diese ganzen Kreisverkehre wieder rauskommen. Das ist mal eine spannende Frage. Wo es hier lang geht. Ja, keine Ahnung, ey. Ich glaube, ich bin schon wieder auf der falschen Spur. Ich glaube, ich muss mal in die Richtung hier fahren. Chaumont, Dolé, Dijon, okay. Mal gucken jetzt. Ich hoffe mal, ich bin jetzt hier richtig. Ah, okay, die Hauptrichtung stimmt schon mal. So, und schwupps sind wir wieder auf dem TED, Sektion 22, Richtung Süden. Jetzt mache ich gleich nochmal einen kurzen Halt und muss mal hier meinen Gasgriff, meinen Schaumstoffgriff reparieren. Ich habe hier nämlich so ein Scheißding gekauft von Louis und der ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwie 4 Wochen alt und definitiv nicht für Offroad-Einsatz gedacht, also der letzte Crap. Und bevor mir der ganz wegfliegt, repariere ich ihn lieber. Ich meine, darunter ist immer noch ein Plastikgriff, aber trotzdem fässt sich das schon besser an mit dem Schaumstoff. Und bevor ich ihn ganz verliere, werden wir jetzt gleich mal das Ganze reparieren. So, ist der dämliche Schaumstoffgriff jetzt festgemacht. Kann er nicht weiter auseinanderreißen. Ja, linke hält noch, ne? Aber das ist einfach billiger Schaumstoff, der einfach über eine Plastikhülle gezogen ist. Das kann natürlich nicht halten. Okay. So, auf geht's. Gasgriff ist fest. Richtung stimmt.
Es ist jetzt 14:22 Uhr. Mal gucken, ob wir heute noch ein paar Kilometer schaffen. Wetter ist perfekt. Herrlich. Absolut perfekt. Sehr schön. Was schon etwas merkwürdig ist, man trifft so gut wie oder eigentlich gar keine Leute hier auf dem TED, trotz der Jahreszeit. Der einzige, die wir bisher getroffen haben, war der Marvin, zufällig, der von hinten kam, wo ich dann ein bisschen langsamer gefahren bin, um mit ihm ein paar Worte zu wechseln. Aber hier ist es mir keiner entgegengekommen und auch noch kein weiterer in die gleiche Richtung gefolgt. Ja, vielleicht ist es auch einfach nur Zufall. Das ist eine traumhafte Landschaft hier, ne? Kleine Straßen hier schlängeln sich hier durch die Berge. Wir haben jetzt über 400 Meter Höhe. Zwischendurch hatten wir schon mal 500. Ich weiß gar nicht, was das hier für ein Gebirge ist. Ob das die Vogesen sind, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss später dann mal auf die Karte gucken. Ach, herrlich schön hier. Wir haben so eine richtige milde Sommerluft jetzt gerade. Richtig angenehm. Herrlich. Zwischen den Weinbergen hier. Ist toll. Hier haben wir wieder die berüchtigten Spurrillen. Sehen von Weitem harmlos aus, sind aber echt übelst. Hier darf man auf keinen Fall zu schnell fahren.
Ich habe jetzt hier auch meinen rechten Fuß auf der Hinterradbremse, um die Maschine ein bisschen zu stabilisieren. Ja. Okay. Puh. Die sind echt am nervigsten. Muss man so sagen. Ja. Kaum dachte ich, hier haben wir hauptsächlich Asphalt. Kommt jetzt schon wieder doch einiges an Offroad. Geil, hier schlängeln sich die Schotterstraßen durch die Weinberge, sehr schön. Ja, Schotter ist doch ganz schön lose. Ja. Zweiter Gang reicht hier, definitiv. Ist das... herrlich. Oh, nach links. Okay. Herrlich. Ist das geil hier oben, meine Güte. Mittlerweile erreichen wir so langsam die Ausläufer des mittleren Jura, ein Mittelgebirge auf der Sektion 22. Was bietet sich jetzt also an, als eine kleine Pause zu machen und diese schöne Landschaft zu genießen? Steil bergab geht's hier.
Ah ja, okay. Oh, Junge. Okay. Alles klar. Eieiei, okay. Schön. Sind das idyllische kleine Weindörfer hier. Herrlich. Herrlich, würde ich sagen. Ist das schön hier. Guckt euch das mal an. Ist das nicht toll? Wahnsinn. Absolut schön. Ich glaube, ich habe einen falschen Weg erwischt. Kann das sein? Ich glaube, ich bin falsch. Okay. Also entweder führt hier gleich ein Weg nach links oder ich muss umkehren. Boah. Slide. Schotter hier, aber richtig tiefer. Oh, ich bin immer noch auf der falschen Spur. Okay. Das ist die falsche Strecke. Okay. Da müssen wir doch noch ein bisschen umdrehen. Hier komme ich nicht dahin. Nochmal zurück. Hier geht's lang. Pupillin, herrlich. Also man kann sich kaum vorstellen, wie unfassbar schön das hier oben ist. Diese kleinen Weindörfer hier. Ganz steil. Herrlich. Ich bin jetzt oberhalb der Weinberge. Echt schön hier. Herrlich. Haben wir wieder Schotter. Boah, ja, komm. Noch ein ganz schön. Ups. Zweiter Gang. Was man jetzt hier schon erkennen kann, ist, dass sich die Landschaft so langsam aber sicher ändert. Wir haben immer mehr steinigen Boden, erstmal Schotter und je weiter wir nach Südwesten kommen, umso steiniger und bergiger wird es. Aber das seht ihr dann später noch. Na? Doch mal lieber in den ersten Gang rein, oder? Hoch, Scroll. Boah. Boah. Sehr lose. Der Schotter und Geröll. Das liebt der Mitas. Boah, direkt wird es ein paar Grad kühler. Hier oben in den Bergen. Schön. Boah, also wir haben jetzt 16 Uhr und ich bin gerade durch so richtig schöne Weinberge gefahren, habt ihr gerade gesehen. Mega schön. Jetzt geht's wieder im Wald. Ich bin jetzt ungefähr bei 400 Meter, 450 Meter Höhe. Ja, wunderbarer Tag, muss ich ja sagen. Herrlich. Könnte eigentlich nicht besser sein. Kleine Pause und weiter geht's. Herrlich. Es ist ungefähr 3:45. Wir sind aktuell 580 Meter hoch. Direkter Temperaturunterschied, ne? Gerade in der Sonne. Und hier im Wald ist es echt schön kühl. Und bei der Fahrt ist es überhaupt nicht warm. Es ist wirklich nur, wenn man längere Zeit in der Sonne steht. Den Klamotten. Schön hier.
und schwer zu erkennen. Wir sind am Port d'Entrée du Pays de Lac. Altitude, ja, 570 Meter. Sehr schön. Haben wir eine längere Pause hier auf diesem schönen Aussichtsspot gemacht. 2 Müsli-Riegel gegessen, Cola getrunken. Jetzt haben wir 17:45 Uhr. Das heißt, halbe Stunde, maximal eine Stunde, dann müssten wir uns einen Lagerplatz suchen. Mal schauen. Ein Stückchen fahre ich noch. Das war knapp am Baum vorbei. Boah, immer noch schmierig, diese verdammte Wiese. Alter Schwede, gibt's doch nicht. Wieso ist denn die so feucht? Okay. So, gleich suche ich mir einen Lagerplatz. Ich denke mal, noch so 3-4 Kilometer habe ich jetzt so ein Waldstück oder zumindest ein Offroad-Stück angepeilt. Mal gucken, wie es da aussieht. Schauen wir mal. So. Ich glaube, jetzt gleich fängt das Stück an, was ich hier angepeilt habe. Ein Waldstück. Laut Karte. Aha. So, ich habe jetzt hier mal gescoutet ein paar Meter und der Platz sieht auf jeden Fall super aus. Ich bin mir jetzt nur noch nicht sicher, ob ich komplett durchfahre nach oben, da war ich jetzt nicht, oder ob ich jetzt hier unten irgendwo bleibe. Auf jeden Fall ist das hier Waldboden, schön nicht schlammig, ein bisschen Sonne kommt durch. Ich würde trotzdem noch mal hier weiter oben probieren. Kurz den Berg hier hochfahren. Haha, ist das ein Berg. Eigentlich ist das hier oben ein geiler Spot. Ist halt die Frage, ob ich jetzt hier bleibe. Glaube ich nicht schlecht. Ja. Ist ein bisschen besser geschützt. Dann werde ich hier mal, würde ich sagen, mein Lager aufschlagen. Noch weiter fahre ich nicht. Ich bin hier auf dem Berg.
Ja, so letztendlich habe ich jetzt einen schönen Platz hier gefunden für mein Nachtlager. So. That's it, würde ich sagen. Schauen wir mal. So, da sind wir. Unser Platz, den haben wir jetzt erreicht. Es ist ungefähr 6:30 und ich bin jetzt hier schön weit reingefahren in so einen Waldweg. Und hier habe ich auch ein paar nette Bäume, um meine Hängematte aufzupacken. Also erstmal Lager aufbauen. So, Hängematte steht. Es ist